Ah, du warst auch Sportdirektor, hast du gesagt. Ich war der Sportdirektor. Was waren da deine Tätigkeiten? Das war ganz am Anfang, ich hatte da noch gar nicht viel zu tun. Also Ja. im Prinzip Bindeglied zwischen Mannschaft und dem Trainerstab. Weniger das, was man heute als Sportdirektor, also ich war da weniger mit Talentscouting oder sowas, ich war da mehr so eine Art Bindeglied, denn Okay. Coachingstab war amerikanisch und da hatte ich jetzt nicht so viel mit Ja. aktiver Spielerakquise oder sowas zu tun. Eher der Sympathiemensch, der versucht zwischen Ja, den zwischen den Einzelnen, Staffs teilweise auch nur Harmonie. übersetzen. Also Ja. wir hatten damals eine Vollzeitkraft im Büro. Und wer sitzt tagsüber im Büro? Die Amerikaner, aber sie hatte das mit dem Englischen nicht ganz so. Und da klingelte das Telefon dann schon oft. Ich habe das ja alles nebenberuflich gemacht als Hobby. Und da hast du mal on the fly übersetzen müssen, wenn er wissen wollte, wo der Kaffeefilter ist oder solche Geschichten. Und dann bin ich mit Heidelberg nach Columbia, Missouri. Ja. Und hatte vorher über meine Mitgliedschaft immer mir rausgesucht, wer ist da der Equipmentmann. Denn ich wusste genau, wie das ausgeht. Sobald wir da durch die Tür gehen, sehe ich den Heidelberg nicht. Der wird sich den nächsten Coaches-Clicker greifen und sich dann angucken, warum bei einem Sweep Left der linke Tackle mit dem rechten Auge zuerst blinzelt und dann bin ich nicht. Kann ich ja verstehen, aber Ja, ich ist habe den verständlich. Laufspielzug vielleicht 3-mal gesehen, denn ist gut. Ich musste nicht 30 Mal sehen, bin ich nicht. Da ist meine Festplatte auch nur begrenzt aufnahmefähig. Ja. Und ich mich deshalb mit dem Equipment-Mann und mit dem Operations-Mann, also wenn du so willst, meinem Gegenstück in Missouri, zusammengesetzt und mit all diesen Leuten habe ich auch heute noch Kontakt. Der ist inzwischen die Treppe raufgefallen, der damalige Operationsmann. Der ist jetzt der Athletic Director bei den Buffalo Bulls. Also nicht Bills, sondern Bulls, Division One. Mark Arnett. Ja. Und da spielt ja inzwischen auch der ein oder andere Deutsche. Und ich ihn auch neulich geteased. Ich sage mir, ich muss ja wohl mal längst kommen, ne? Für den deutschen Einfluss sorgen. Klar. Oder, ja, und diese Equipment-Geschichte, ich bin dann im Herbst nochmal hin und bin im Herbst drauf nochmal hin, weil mein Coach aus Flensburger Zeiten war immer noch bei der Army, war inzwischen in St. Louis. St. Louis ist ungefähr 100 Meilen von Columbia entfernt. Columbia liegt ungefähr genau in der Mitte zwischen Kansas City und St. Louis. Ja. Und dann sind wir da Zentral, nochmal also relativ zentral. relativ zentral in der Mitte von nichts. Ja. Also mit dem Flieger kannst du nach St. Louis. Der Flughafen in Kansas City hat zwar, glaube ich, auch einen internationalen Teil, ist aber noch mal kleiner als der von St. Louis. Und der hat mich dann, das war 2004, 2005, und wir kamen dann ins Gespräch, sagt der Mensch, wir stellten fest, wir hatten gemeinsame Bekannte über 3 Ecken, da war Internet dann schon deutlich weiter. Und der hat mich dann eingeladen, 2006, fürs Summer Camp. Das ist so, wie wir das hier früher kennten, wenn Ferienlager ist, Ferienpass. Da haben die für Highschool-Kids dann so eine Aktion gemacht. Das hatte auch so einen geringen Recruiting-Hintergrund. Und da bin ich dann 2006 das erste Mal rüber und da war ich ja dann schon 40 und als ich wiederkam, ich sage mal, das war meine Mini-Midlife-Crisis. Ich habe gedacht, das ist da drüben das gelobte Land, die können alle über Wasser laufen und machen aus Wasser Wein und meine Frau hatte eine harte Zeit, mich hier wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und ich meinte, ich müsste jetzt auswandern. Ja. Das hatte mein Kumpel da drüben, Don Barnes, aber gleich erkannt und hat gesagt, Andreas, komm mal runter. Okay. Hier ist Sommer, hier ist alles schicki-lacki, hier ist Tralafitti, hier ist nobody's ass is on the line. Ja. Ja. Wenn am Sonntag hier die Fernsehkameras angehen, wenn hier 70.000 im Stadion sitzen, was meinst du, was hier für ein Druck ist? Und du wirst feststellen, wir haben hier die gleiche, auf Deutsch gesagt, wie bei euch zu Hause, mit denen du hier klarkommen musst. Aber im Sommer, hier passiert doch nichts. Ja. Hier ist nett, also so ein Camp. Die Kids zahlen hier $150 für die 3 Tage, kriegen ein T-Shirt, kriegen Leihausrüstung oder sowas. Aber für den Rest ist das ja für die Missouri, für die Universität, für das Programm nicht weiter wichtig. Und ich bin dann 2006 im Herbst drüber. Auswärtsspiel bei Texas A&M, zu Hause gegen Kansas State und eben an der Sideline und die ganze Woche beim Training mit dabei und also habe dann da im Equipment Staff mitgearbeitet. Als Intern, als Praktikant, wie du das nennen willst, denn offiziell geht das natürlich nicht, da hätte ich ein Arbeitsvisum gebraucht oder sowas. Also ich habe meinen Urlaub da drüben verbracht und er hat dann auch festgestellt, ja, das ist mir jetzt gerade mal egal, ob da jetzt
Joe Montana oder der dritte Backup-Quarterback. Meister, gib die Klamotte her, ich muss die waschen. Also wollte wissen, ist das jetzt hier so ein Superfan, der Deutsche, der steht, oh toll, der hat gerade für 300 Yards geworfen. Ja, ist natürlich schön, wir haben gewonnen, ist auch eine bessere Stimmung, als wenn du verloren hast, aber ist nicht mein Job. Und sagt er, wunderbar. Du kommst nächsten Sommer wieder, aber unter einer Bedingung. Du nimmst deine Frau mit. Denn ich hatte da schon bei ihm privat gewohnt. Er ist verheiratet, hat 4 Kids und war da geflasht am 3. Tag in dem Sommercamp 2006. Und, ja, und daraus ist eine dicke Freundschaft geworden. Und so seitdem bin ich dann 1-2 Mal im Jahr, während der Saison natürlich am liebsten rüber. Im Laufe der Jahre teilweise auch deutlich länger, auch schon mal für 6-8 Wochen. Den Don Barnes gibt es da inzwischen nicht mehr. Die haben vor 2 Jahren, ist der da ausgeschieden bei Missouri. Und da musste ich natürlich unbedingt rüber, um zu sehen, Mensch, komme ich da noch rein? Hatte aber das Glück, dass zu dem gleichen Zeitpunkt auch der Headcoach in Missouri wechselte. Gary Pinkel ist zurückgetreten, weil er Lymphomakrebs kriegte. Hatte zwar große Heilungsaussichten und toi toi toi, das ist auch gut ausgegangen, aber er hat gesagt, mit der Arbeitsbelastung eines Big 12, inzwischen SEC-Coaches, ist das nicht vereinbar. Und der Mann, der ihm danach folgte, mit dem bin ich innerhalb der Organisation da groß geworden. Der war Nachfolger für den Mark Arnott als Operationsmann in dem Summercamp, Barry Odom. Und Barry Odom hat selber auch noch Linebacker in Missouri gespielt. Ah. Und das wurde der neue Headcoach. Und ich habe gesagt, Andreas, solange ich hier bin, die Tür steht dir immer offen.